Nachdem ich meinen Körper verließ, sah ich mich, wie ich in wunderschönem Leuchten entschwand. Fluoreszierender grüner Nebel. Es war herrlich. Es war wie die Farbe des Lebens selbst. Mehr kann ich es nicht erklären. Aber der leuchtend grüne Nebel wurde verstärkt. Bis zu einem Punkt, den ich hier nicht einmal beschreiben kann. Ich würde sagen, wenn man ein Neonlicht nimmt und das 100-mal oder sogar 1000-mal verstärkt, das wäre die Farbe. Es war so brillant und ich war Teil dieses Nebels und jetzt schwebe ich darüber und schwebe über meinem Körper, blicke hinunter auf mich selbst. Mir wird klar, das ist jetzt mein Körper in diesem Moment. Ich heiße Bill Tortorella in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, Bill? Mir geht's gut, Alex, und dir? Mir geht's gut, mein Freund. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist, mein Freund. Wir werden über dein Buch sprechen, die 9. Stufe der Erleuchtung, die Weisheit des Lichts, das auf deinen Erkenntnissen basiert, die du durch deine Nahtoderfahrungen gewonnen hast. Nahtoderfahrung. Und es wird eine verdammt interessante Reise werden. Also meine erste Frage, mein Freund, wie war dein Leben, bevor du deine Nahtoderfahrung hattest? Nun, ich kam ursprünglich 1952 in Brooklyn, New York, zur Welt. Meine Kindheit war wirklich großartig. Meine Mutter betrieb eine Bar und ein Grillrestaurant direkt gegenüber vom Ebbets Field, wo die Brooklyn Dodgers ihre Heimspiele austrugen. An Spieltagen nahm sie mich mit, selbst als ich noch sehr jung war, etwa 5 Jahre alt. Ich war wahrscheinlich etwa 5 Jahre alt. Ich erinnere mich, bei den Entscheidungsspielen dabei gewesen zu sein und allem. Es ist erstaunlich, wie man diese Erinnerungen, diese Rückblenden hat. Ich kann es jetzt gerade vor mir sehen. Und es war auch erstaunlich, dass alle Dodgers in die Bar kamen. Also meine Mutter hat sie alle getroffen, Gil Hodges, Sandy Koufax, all diese Großen der Vergangenheit. Und eines Tages ist Leo de Rosa nur eine kurze Geschichte. Leo de Rocha bringt diesen jungen Mann in die Bar meiner Mutter und sagt, heute zum Mittagessen musst du ihm eine Coca-Cola geben. Kein Bier für ihn, denn er ist erst 17. Und meine Mutter fragt ihn, wie heißt du, junger Mann? Er sagt, mein Name ist Sandy Koufax. Ich werde eines Tages ein großartiger Baseballspieler sein. Ach du meine Güte. Die Geschichten, die sie hatte und die sie mir später im Leben erzählte, waren wunderbar. Und dann, von da an war mein Vater, er war Präsident der Gewerkschaft der Teams in New York City. Lokal 8-4, das war das United Parcel. Er begann jung, fast noch ein Kind, LKW zu fahren. Plötzlich in seinen 30ern oder 40ern wurde er Gewerkschaftspräsident. Ein interessantes Leben führten wir in Brooklyn. Warst du in Jugend spirituell? Ja, genau, das wollte ich gerade ansprechen. Man glaubte, ich sei wirklich sehr... Ja, mein Vater war oft weg und mein Bruder Peter und ich waren uns sehr nahe. Er war viel älter, fast wie ein Vater für mich. Er brachte mich zu Ballspielen, zu meinen Trainings in der kleinen Liga. Er nahm mich mit zum Zirkus, wenn er in der Stadt war. Er war erst 30, als er starb. Ich war 15 und er ist an diesem Krebs, der so schnell kam, gestorben. Und plötzlich, nachdem er ins Krankenhaus kam, sagten sie uns 3 Tage später, dass er 3 oder 4 Monate zu leben hat. Es war herzzerreißend. Ich meine, es war wirklich herzzerreißend. Du sprichst davon, Gott nahe zu kommen. Dann, ich erinnere mich, oh Gott, ich habe viel gebetet. Ich bin Christ, also ich bin damit aufgewachsen. Römisch-katholisch, das war ich. Heute sehe ich mich mehr als Christ. Die Nacht seines Todes bleibt unvergessen. Zu Hause waren alle zutiefst erschüttert und ich konnte es kaum ertragen. Es traf mich hart, denn erinnere dich, er war wie ein Ersatzvater. Wenn mein Vater abwesend war, war er es, der mir nahe stand. Unsere Bindung war eng. Und sein Tod war so schwer und der Schmerz, den er erlitt, war unerträglich in jenen Tagen. Damals gab es nicht die Medikamente von heute, weshalb er einen furchtbar schrecklichen Tod erlitt. Ich erinnere mich, wie ich in jener Nacht zur Kirche rannte und davor stehen blieb. Ich konnte nicht hinein, da die Türen verschlossen waren, und so verharrte ich einfach davor.
die Statue der Mutter Maria, und ich kniete einfach nieder und betete. Und ich meine, ich glaube, ich kam Christus näher als jemals zuvor in meinem Leben. Es ist erstaunlich, wie Dinge passieren, denn ich war an der Kunst- und Designschule in Manhattan, New York, und denke an mein Abschlussjahr zurück. Sie hatten ein Projekt, das wir umsetzen mussten. Ein Storyboard für einen Film. Erinnert ihr euch an früher, als Storyboards für Werbespots, Filme und Ähnliches erstellt wurden? Das Projekt zielte darauf ab, male 17 Bilder, die eine Art Geschichte darstellen. Also hat sich jeder seine eigene Geschichte ausgesucht. Aber ich dachte, was ist besser als die größte je erzählte Geschichte? So habe ich das Leben von Jesus auf 17 Tafeln dargestellt. Die Geburt Jesu und die wichtigsten Szenen bis hin zu seiner Kreuzigung. Und es gewann den Hauptpreis an der Schule für Kunst und Design, was mich total begeisterte. Sie stellten es aus direkt an der Second Avenue bei der 57. Straße. Vor der Schule gab es eine Reihe von Schaufenstern und sie arrangierten all meine Gemälde. Es war einfach ein wunderbares Gefühl für mich damals. Und mein Lehrer, Herr Holly, fragte, was war deine Inspiration? Ich sagte, nun, Jesus ist Liebe. Das hat ihm gereicht. Er sagte, wie alles zusammenläuft im Leben. Ich glaube, wir haben ständig Engel um uns herum. Also ich hatte gerade meinen Abschluss gemacht und plötzlich höre ich im Radio auf Bobby NBC Radio, das war ein Sender, den wir in New York immer gehört haben. Sie bringen Andrew Lloyd Webbers neues Stück Jesus Christ Superstar raus und veranstalten einen riesigen Wettbewerb. Es war ziemlich unglaublich. Also der Wettbewerb war, er stellt eine Karte für das Stück Jesus Christ Superstar und WNBCs Geburtstag ihres Fernseh- und Radiosenders. Sie feierten das 50-jährige Bestehen. Diese Gedanken durchströmten mich, da ich gerade die Schule und die vielen Projekte dort beendet hatte. Und dann, plötzlich in jener Nacht, stelle ich es mir vor, ich sehe Jesus, stehend, 2,13 Meter groß. Und der Berg im Hintergrund, er brennt nachts mit tausenden Menschen, die herunterkommen, zuerst winzig, aber unten dann etwa 76 bis 91 Zentimeter groß. Als Jesus dort stand, 2,13 Meter groß, mit ausgebreiteten Armen und unten die Menschen ihre Stöcke und Fackeln hochhielten, war es einfach ein wunderschönes Bild. Ich hatte es an Scharnieren befestigt, damit es sich wie eine Karte öffnen und schließen ließ. Im Inneren war ein kleiner Spruch, aber das Äußere, das Gemälde selbst, brachte mir den Sieg, den Wettbewerb. Ich wusste nicht, wie es enden würde. Die Abgabe war in New York City. Ich gab es beim WNBC-Gebäude ab, wo ein riesiger Ballsaal im Inneren war. Und die Dame sagte mir, ich solle es direkt in die Mitte des Raumes stellen. Nun, ich habe meine Karte ziemlich schnell fertiggestellt, etwa 1,5 Monate nachdem der Wettbewerb gestartet war. Und es sollte erst im Juli oder August sein und das Stück würde, glaube ich, erst im Oktober eröffnet. Ich bin mir nicht ganz sicher oder erinnere mich nicht an das genaue Datum, an dem das Stück anlief, aber sie kontaktierten mich ungefähr 2 Monate danach und teilten mir mit, dass ich den Wettbewerb gewonnen hatte. Ich war so begeistert, aber mir war nicht bewusst, dass es 250.000 Teilnehmer gab und es war mein Glück, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Die Rolle von Jesus zu spielen war einfach wunderschön. Es scheint also, dass du definitiv eine starke Verbindung zu Jesus und zur Spiritualität hattest, bevor du diese Nahtoderfahrung gemacht hast. Was hat dazu geführt? Was ist passiert, als du diese Nahtoderfahrung durchlebt hast? Wann genau ist das passiert? Tucson, Arizona. Wir schreiben das Jahr 1994, genau jetzt. Alex, ich führe diese Show bereits seit 5 Jahren auf. Die Show findet im Februar statt und ist die weltweit größte Edelstein- und Mineralienmesse. Dort verkaufen auch Schmuckhändler ihre Waren. Ich zum Beispiel habe Sterling Silber und Uhren angeboten. Jedes Jahr ist Erkältungs- und Grippezeit. Stellen Sie sich vor,
Wir sind auf der größten Messe der Welt und Sie wissen, wie voll Messezentren bei Ausstellungen sind. Die Räume sind vollkommen gefüllt. Nun, das Kongresszentrum war nicht nur voll, sondern auch sämtliche großen Hotelzimmer und alle Ballsäle der Stadt. Alle Ballsäle der Hotels waren voller Anbieter und Menschen. Wirklich Millionen und Abermillionen von Menschen besuchen diese Messe. Und ich glaube, sie findet auch heute noch statt. Also es ist die Edelsteinmesse in Tucson, falls das jemand nachschlagen möchte. Aber es gab schreckliches Virus im Umlauf während der Messe oder so. Niemand wusste, was es war. Wir wussten nicht, ob es ein Virus war oder bakteriell. Ich erinnere mich, auf der Messe gearbeitet zu haben und es lief sehr gut. Es war eine meiner besten des Jahres. Und am dritten Tag fingen die Leute an zu husten. Ich war dort. Am dritten Tag bricht die Dame gegenüber von uns an einem anderen Stand einfach zusammen und fällt hin. Da kamen meine alten Sanitäterfähigkeiten zum Einsatz. Ich rannte rüber, um sie zu beruhigen. Ich wusste nicht, was mit ihr los war, wollte nur sicherstellen, dass ihre Atemwege frei und sie am Atmen war, bis die Sanitäter eintrafen. Also kamen die Sanitäter und holten sie ab. Bis zu diesem Tag ging es mir gut. Es war der 4. Tag am Morgen, als ich aufwachte. Mein Hals, Alex, war so geschwollen. Ich konnte kaum atmen und der Schmerz war einfach unerträglich. Jetzt verspüre ich Schmerzen im ganzen Körper. Es ist furchtbar, fast wie eine extrem schlimme Grippe. Ich komme also in die Show und meine Leute, die für mich arbeiten, sehen mich an und sagen, Bill, du musst zum Arzt oder ins Krankenhaus oder so. Also sagte ich, ich glaube, ihr habt recht. Gott sei Dank für die, die dort arbeiteten, denn sie hielten die Show am Laufen. Und ich ging ins Krankenhaus und das Krankenhaus war so voll, dass die Notaufnahme draußen war. Es war richtig voll. Also offensichtlich erkrankten viele Leute daran und sie fragten uns, ob wir zu verschiedenen medizinischen Einrichtungen und Kliniken in der Stadt, zu Kliniken, und mit einer kleinen Gruppe besuchte ich eine speziellen Klinik in Tucson und sie schauten mich an, legten mich auf eine Trage und zogen mich gleich rein. Und dann schlossen sie mich an, eine potenzielle Lösung. Sie erklärten, ich hätte von allem zu wenig. Mein Dehydratationszustand war ernst und der Sauerstoffgehalt im Blut katastrophal. Sie mussten meinen Sauerstoff dringend erhöhen. Ich war lange im Krankenhaus, da sie mich an mehrere Infusionsbeutel anschlossen. Ich denke an 2 oder 3. Währenddessen injizierten sie mir Antibiotika, als ich an die Infusionen angeschlossen war. In den Beutel mit der Lösung das Ende dort. Sie wussten nicht, was es war. Wie ich sagte, es könnte bakteriell sein. Zu dem Zeitpunkt konnten sie es nicht identifizieren. Es trat zu schnell auf und niemand im Krankenhaus wusste, um welche Art Virus oder bakterielles Ding es sich handelte. Nach einigen Stunden stiegen meine Sauerstoffwerte wieder an. Ich konnte etwas leichter atmen, weil sie mir Sauerstoff zugeführt hatten, was dazu führte, dass ich mich auch ein wenig besser fühlte. Sie reichten mir einen Inhalator und anschließend gaben sie mir eine Flasche mit Tabletten und erklärten mir, kehren Sie in Ihr Hotel zurück und erholen Sie sich einfach. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin zurück ins Hotel gegangen und habe mich ausgeruht. Sie sagten, ich solle in etwa 6 Stunden mit den Tabletten beginnen, da ich schon Antibiotika in mir hatte. Ungefähr 6 Stunden später. Jetzt ist es Abend. Ich nahm die Tablette. Ich konnte kaum atmen, aber ich liege jetzt, ich habe Atemprobleme. Aber schließlich schlief ich ein. Und Alex, diese Nacht verwandelte sich in eine Nacht voller Licht und wahr. Es war großartig, was passiert ist. Das ist eine der tiefgreifendsten Nahtoderfahrungen. Ich weiß, du hast in deiner Zeit wahrscheinlich schon viel gehört, aber ich erinnere mich genau, wie ich meinen Körper verließ. Ich verließ den Körper durch meine Augen und es war herrlich, denn ich verließ meinen Körper. Ich sah mich selbst, wie ich in diesem wunderschönen Leuchten meinen Körper verließ. Fluoreszierender grüner Nebel. Es war herrlich. Es war wie die Farbe des Lebens selbst.
Mehr kann ich es nicht erklären. Aber der leuchtende grüne Nebel wurde verstärkt, bis zu einem Punkt, den ich hier nicht einmal erklären kann. Ich würde sagen, wenn man ein Neonlicht nimmt und das 100-mal oder sogar 1000-mal verstärkt, das wäre die Farbe. Es war so brillant und ich war Teil dieses Nebels und jetzt schwebe ich darüber und schwebte über meinem Körper, blickte hinunter auf mich. Mir wird bewusst, dass dies mein Körper ist. Nun schwebte ich eine Weile, ich erinnere mich, wie ich über meinem Körper schwebte und einfach auf ihn hinabsah. Und dann plötzlich, ich erkenne meinen Geist und dass dieser Körper kein Leben mehr birgt. Einmal erinnere ich mich, das gedacht zu haben. Dieser Lichtstrahl kommt von hinten und leuchtet heran. Direkt unter mir, es dreht mich einfach. Ich habe mich nicht bewegt. Ich erinnere mich nicht, mich gedreht zu haben. Es dreht mich sofort und vor mir öffnet sich ein wunderschönes Tor. Das ist großartig. Und ich werde einfach hineingezogen. Ich konnte nichts tun. Ich meine, es hatte die volle Kontrolle über mich und es brachte mich in diesen großartigen Tunnel. Und jetzt ich bewege mich, Alex. Ich werde immer schneller und schneller. Und der Tunnel besteht aus diesen wunderschönen, herrlichen Farben. Und je schneller ich mich bewege, spüre ich Liebe und fühle mich umarmt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Es war eine völlig andere Art von Liebe. Und die Liebe wurde immer stärker und stärker. Es war, als würde ich in den Armen gewiegt, so wie ein Kind oder ein kleiner Säugling. Ich fühlte mich beschützt, das wusste ich. Und auf dem Weg nach Hause war ich sicher behütet. Ich werde meine Ankunft niemals vergessen, die ich Himmel nennen werde, denn das ist unsere Heimat. Das ist für mich Heimat und für die meisten von uns. Ich glaube, ich sagte mir immer wieder, ich bin an diesem wunderschön erleuchteten Ort. Überall um mich herum sind Geister. Ich fühlte in meinem Geist und ich möchte sagen, in meinem Herzen, auch wenn ich zu dieser Zeit keinen Körper hatte, aber ich fühlte, sie waren Familie und Freunde. Und ich sage, ich bin zu Hause. Ich bin endlich daheim. Gott sei Dank, ich bin zu Hause. Es ist mein Zuhause. Dort komme ich her. Und das ist der Ort, an den ich zurückkehren werde. Und plötzlich höre ich dieses Flüstern in meinem Ohr. Ich nenne es das Flüstern. Bill, ja, dein Zuhause im Licht Gottes. Und das ist das erste Mal, dass ich eine andere Stimme höre. Und jetzt kommuniziere ich tatsächlich. Die Kommunikation war unglaublich. Alles ist Telepathie. Und es ist wunderbar, weil dein Geist öffnet sich und dehnt sich anderswo aus. Ja, es gibt für so viel ungenutztes Potenzial. Auf der Erde nutzen wir vielleicht nur 5 oder 6% unserer Fähigkeiten, unseres Geistes. Aber auf der anderen Seite, da wir Wesen aus wunderschönem Licht sind, glaube ich, nutzen wir unsere Kapazitäten vollständig, also 100% unseres Geistes und unserer Sinne. Und das Wesen, sagte mir der wunderschöne, herrliche Engel, mein Führer, ich bin einer deiner 3 Führer. 3 Führer? Mein Name ist Antonia und ich bin gekommen, um dich zu holen, dich nach Hause zu bringen. Und mir wurde klar, gerade dann, dass ich nicht bemerkt habe, dass sie im Tunnel bei mir war, auf dem Heimweg, aber sie sagt, ich war die ganze Zeit bei dir. Und jetzt, zum ersten Mal hier, kommuniziere ich. Und mit dieser Familie und Freunden, ich kommuniziere. Die Kommunikation, alles erfolgt telepathisch. Du fühlst und hörst genau, was die Menschen dir sagen. Und du sprichst zurück zu ihnen. Und es ist wunderschön. Und dann erklärt sie mir, Bill, du hast noch 2 weitere Schutzengel. Und plötzlich höre ich dann diese Stimme, Alex. Es ist die Stimme meines Bruders Peter. Jetzt. Die Stimme meines Bruders Peter. Ich erkenne sie. Mit dieser Stimme bin ich aufgewachsen. Jetzt steht er vor mir in diesem wunderschönen Licht. Hast du eine Frage? Nein, 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 bitte tu das nicht. Nein, bitte mach weiter. Oh, er steht vor mir, umhüllt von wunderschönem Licht. Er sagte, so hat Billy, als er Billy sagte, es war, als ginge mein ganzes Sein in seinem auf. Wunderbar. Mir stiegen die Tränen auf, obwohl ich keinen physischen Körper mehr besaß.
Und das Gefühl war großartig. Und es ist Zeit für deinen Lebensrückblick. Ich wusste nicht, was das ist bis zu diesem Moment. Ich war genau dort, wo ich sein wollte. Ich war zu Hause. Ich fühlte mich, als wäre ich nun Teil dieses Lichts. Es ist herrlich. Und dann wurden wir einfach auf eine andere Ebene entführt. Und diese Ebene war herrlich. Und plötzlich fühlte es sich an, sie zeigten mir Glück und Erfolg. Sie begleiten mich auf einer Reise durch die Zeit, bringen mich zurück in die Tage meiner Kindheit und lassen mich Dinge wiedererleben, die ich gemeinsam mit meinen Freunden erfahren habe. Und wir haben immer zusammen abgehangen. Mama verdiente gut in der Bar. Wir waren nicht reich, aber uns ging's gut. Und sie gab mir Geld, damit ich Freunde ins Kino mitnehmen konnte. Und wir fuhren auch nach Coney Island. Ich erinnere mich daran, weil es mir im Rückblick meines Lebens gezeigt wurde. Ich kaufte Popcorn und Limonaden für alle. Es war einfach wunderbar. Manchmal besuchten wir Coney Island nur für die Fahrgeschäfte und es war fantastisch. Aufwachsen in Brooklyn, wo ich lebte, es bringt mich zurück in die Zeit als Rettungssanitäter. Sie zeigen mir die guten Taten, die ich vollbracht habe. Als Rettungssanitäter habe ich sicher hunderte Male Wiederbelebungen durchgeführt. Das ist es, was zählt. Besonders in den Jahren, in denen ich an verschiedenen Stationen eingesetzt war. Es kam täglich zu Wiederbelebungen. Und wir mussten 24-Stunden-Schichten arbeiten und sie präsentieren mir diese Ereignisse immer wieder, hintereinander. Und dann werde ich nie vergessen, dieses eine große Ereignis. Mein Partner und ich holten unsere Einheit in der Innenstadt ab und fahren nun nach North Miami Beach zu unserer Station. Wir waren auf der I-95 bei der 79. Straße. Der Einsatz war auf der 135. Straße, 995. Ich ergriff das Mikrofon und sagte, Einsatz abbrechen, Einheit 69F, hier ist 67F. Wir reagieren, Ankunftszeit unter 2 Minuten. Tatsächlich waren wir noch schneller da. Und ehe man sich versieht, sind wir 1 Minute später am Einsatzort und sie haben die andere Einheit abbestellt. Also sehen wir beide diesen Jungen. Er rennt wie wild im Kreis herum und dann setzt er sich einfach auf den Boden und fängt an zu weinen. Also dachten wir, er sei verletzt. Da habe ich die Sanitätstasche gegriffen. Wir sind rausgestürmt. Wir laufen auf ihn zu und der junge Mann sagt, meine Schwester, meine Schwester. Und er zeigt hin. Mein Partner und ich, wir schauen gleichzeitig. Wir blicken rüber und der Kopf seiner Schwester steckt durch die Windschutzscheibe. Ich meine, komplett durch die Windschutzscheibe. Alex, da war sie. Es gab massive Mengen an Blut bei einer Kopfverletzung. Das Blut ist überall verteilt. Und was passiert ist, die ganze Windschutzscheibe davor war voller Blut, aber die Oberseite ihres Kopfes war aus dem Fenster. Das Innere ihres Kopfes steckte im Fenster. Also haben mein Partner und ich in unter 10 Sekunden die Lage eingeschätzt. Wir sagten uns dann laut, warten wir auf die Feuerwehr mit Schneidgeräten, ist sie tot. Also haben wir die Lage schnell eingeschätzt. Ich nahm den Kopfteil und schob ihn durch die Hände meines Partners. Und er hat sie sanft genommen und hingelegt. Zu diesem Zeitpunkt atmete sie noch. Jetzt habe ich viele Mullbinden in der Hand. Wir legten sie auf die Trage und brachten sie schnell zur Station. Ich versuche nur, den Kopf oben zu stabilisieren. Aber wie gesagt, es war massiv, überall Blut. Bin hoch in die Einheit. Der Bruder lief mit mir nach hinten. Ich sagte, er soll nachkommen. Er schaut aus dem hinteren Fenster, weint ununterbrochen. Und dann beginnt sie zu krampfen. Ihr ganzer Körper beginnt zu krampfen. Ich versuche mit Mullbinden und Polstern den oberen Teil ihres Kopfes nach unten zu drücken. Ich war dabei, eine Binde herumzuwickeln, als ihr Körper plötzlich auf und ab springt. Meine Hand stützt ihren Nacken, um bei den heftigen Bewegungen ein Genickbrechen zu verhindern. Ich halte ihren Kopf nach unten gedrückt und schreie, Gott, hilf mir. Währenddessen spreche ich tatsächlich ich sprach gerade mit dem Bruder und ich denke, wenn man in einem Moment um Gottes Hilfe bittet, weiß ich, dass man dann seine Engel hat, die einem beistehen.
Als ich Gott, hilf mir sagte und meine Hand auf ihrem Kopf hielt, sah ich, wie Peters Hand zu meiner kam und gemeinsam legten wir sie auf ihren Kopf. Jetzt sind wir nur noch etwa 3 Minuten vom Krankenhaus entfernt, also halte ich sie einfach nur fest. Sie atmet noch. Ihr Krampfanfall lässt nach. Ihr Körper wird langsam wieder schlaffer. Und jetzt ist sie völlig bewusstlos. Die ganze Zeit, selbst während der Krämpfe, gab es keine Möglichkeit, mit ihr zu sprechen oder so etwas. Sobald wir vor der Notaufnahme vorfuhren, wussten alle, dass wir kommen würden. Alle waren vorbereitet. Anästhesie. Jeder war da. Sie brachten sie direkt in den OP-Saal und wir gingen zurück zu unserer Station und machten weiter. Aufgeräumt, weil wir eine 24-Stunden-Schicht vor uns hatten. Und es war schrecklich, Alex. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken, denn wenn es so gewaltig ist und man auch nur ein bisschen Herz hat, es wird dich beeinflussen. Und ich habe darüber nachgedacht, immer wieder nachgedacht. Und dann am nächsten Morgen, bevor wir zurückkehren mussten, weil ich die meiste Zeit der Nacht wach gelegen hatte, bekamen wir einen Anruf. Aber ich war in der Nacht noch öfter wach und ich habe meinen Partner früh geweckt und ich sagte, Danny, wir müssen zurück und wir müssen zurück zum Parkway. Und er sah mich an, als wäre ich verrückt. Er sagte, mit Bill, sie ist tot. Er sagte, denk nicht mal dran. Und schließlich habe ich ihn überzeugt. Ich sagte, hör zu, das mache ich nie. Ich bitte nie darum. Denn es waren etwa 5, 6 Meilen Umweg für uns und dann nochmal 6 Meilen zurück. Das würde seine Zeit dauern. Also ich sagte, bitte, du weißt. Und schließlich hat er mir zugestimmt. Und wir sind zum Parkway gefahren. Das werde ich nie vergessen. Wir gehen in die Notaufnahme. Ich kenne dort alle Krankenschwestern. Eine der Krankenschwestern kommt zu mir. Ich glaube, sie hieß Becky. Und sie sagte, zuerst fragte ich sie, was mit dem jungen Mädchen passiert ist, das wir gestern hereingebracht haben. Und als sie sagte, wollen Sie sie so sehen, fragt sie mich, wollen Sie sie treffen? Ich schwöre dir, Alex, wenn ich es heute sage, stellen sich mir die Haare am Arm auf und im Nacken spüre ich es immer noch. So stark war das. Ich sagte, sie lebt. Und sie sagte, kommen Sie. Und sie führte uns in das Stockwerk, auf dem sie lag. Und sie war immer noch im Notfallbereich auf der Intensivstation, aber sie war schon im Bett. Sie stand dort und aß Wackelpudding. Ihr ganzer Kopf war verbunden. Es sah aus wie ein riesiger Turban auf ihrem Kopf. Und glücklicherweise hatte ihr Gesicht nur kleine Kratzer und ein paar Schürfwunden. Aber sie war geschnitten. Nun, ihr Kopf war von oben bis hinten aufgeschnitten. Sie hatte nie einen Schädelbruch. Wir dachten an ihren Schädel. Wir dachten das, weil man nichts sehen konnte. Es war so viel Blut im Fettgewebe unter den Hautschichten. So viel Blut, dass wir nur annehmen konnten, dass das Glas in ihrem Schädel war und ihr Gehirn beschädigt hatte. Und ihr Bruder schlief, und als er uns hörte, sprang er auf und sagte, das ist der Mann, der dein Leben gerettet hat. Und alle sprangen im Zimmer auf und ab. Ich war überglücklich, sie so glücklich wie möglich. Es war. Also das siehst du in der Rückschau deines Lebens. So sollte es sich anfühlen, das Leben. Wie fühlt es sich also genau dort an? Was mir vor einigen Jahren passiert ist. Und spürst du es auch? Spürst du die beiden Seiten? Fühlst du wirklich alles? Also spürst du alles? Nur bei meiner Lebensrückschau, nur im Saal der Ereignisse bist du da. Zurück in unseren physischen Körpern. Ansonsten existieren wir in unserer spirituellen Form. Gänzlich in unserer spirituellen Form. Danach zeigen sie mir die guten Dinge. Die guten Dinge. Doch dann wechseln sie und zeigen mir die falschen Dinge, die ich im Leben getan habe. Und wie alle, Kinder werden groß und alles, jeder gerät hier und da mal in ein bisschen Ärger. Alles, was ich mir sage, Gott sei Dank, nichts wirklich Schlimmes getan. Doch ich tat Dinge, verletzte Menschen auf meinem Weg. Ich meine, nicht körperlich verletzt, aber ich denke, die größte und härteste Zeit. Sie haben mir einige schlechte Dinge gezeigt, einige falsche Dinge, immer wieder dieselben Fehler.
Und ich werde nie den Teil vergessen, wie sie mir das gezeigt haben. Ich hatte meine erste Frau verlassen und zu der Zeit einen 2-jährigen Sohn. Egoistisch und jung und dumm zu sein. Das gebe ich zu, das war ich. Und es war einfach falsch. Zu der Zeit, als ich es wirklich tat, habe ich es nicht gespürt. Aber tatsächlich, bei all dem, was sie mir zeigten, begann ich Schmerzen zu spüren. Mehr und der Schmerz hielt an. Er entwickelte sich, wuchs in mir, von mir. In meinem physischen Körper spüre ich seelischen und bis zu einem Grad auch körperlichen Schmerz. Als sie mir und meinen Sohn ihren Schmerz zeigten, erreichte dieser ein so intensives Niveau, dass ich ihn fühlte. Ich wurde zum Schmerz, körperlich und seelisch. Es war unerträglich. Danach zeigten sie mir weitere Dinge. Ich erreichte einen Punkt, wo ich sagte, ich kann nicht mehr. Bitte, verzeiht mir. Ich ertrage es nicht. Ich erinnere mich, wie all diese Größe von mir abfiel, wir in Geistform waren. Anthony da war und diesmal auch Peter. Antonio sagte, Bill, sieh dich an. Ich erinnere mich, wie ich mich als neblig grüne, fließende Form sah. Erinnerst du dich? Nun bin ich ein Strahl aus wunderschönem Licht. Ich gleiche ihnen. Ich bin ein Strahl. Und es ist einfach unglaublich. Und das Wissen, das in meinen Verstand strömt, war unglaublich. Ich sammle all diese Weisheit und dann verkündet mein Bruder Peter meinen dritten Schutzgeist, Ohren. Er sagt, Bill, du hast einen dritten Schutzgeist, der schon dein ganzes Leben bei dir ist. Und ich wusste nicht, was er damit meinte. Aber als Ohren sprach, verstand ich seinen Sinn. Wir gehen alle manchmal mit dieser schweren Intuition durch unser Leben und ich beschreibe Ohren immer als den Engel, der auf dieser Schulter saß. Und er hat mir gezeigt, welcher der richtige Weg ist und welche die richtigen, im Gegensatz zu den falschen Entscheidungen in meinem Leben waren. Ich hatte das Glück, das mein ganzes Leben lang zu haben. Und natürlich merken wir, solange wir leben, nicht, dass wir es haben, aber wir haben es. Unsere Engel sind unser ganzes Leben lang bei uns. Mein Bruder Peter war immer da, wenn ich Gott um Hilfe bat, aber ich brauchte dringend Unterstützung. Antonio brachte mich nach Hause und mich wieder reinzuholen. Der Orin war mein ganzes Leben lang bei mir. Aber ich glaube, er war ein Meisterengel der Weisheit, zehntausende Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie alt, aber sein Geist war so stark. Es war herrlich. Orin erklärte mir, dass wir ziehen jetzt wieder um und sie bringen mich an diesen Ort. Alles glänzt wie Kristall. Es ist prächtig. Ich beschreibe dies, sitzend in einer Halle voller Kristalle. Es ist einfach wunderschön. Und ich verewige es in meinem Buch, im Saal der Ereignisse. So erkläre ich es darin. Du hörst es von vielen, die draußen Nahtoderfahrungen machten. Und weißt du, so habe ich es von anderen Leuten gehört, die Nahtoderfahrungen hatten. Wie auch immer es ist, alle Ereignisse sind Akasha-Chroniken. Es war erstaunlich. Denn jetzt, wir sind wieder zurück. Aber jetzt ist es wie ein Flackern. Es ist fast so, als wäre man in einem Computerbildschirm, der mit unglaublicher Geschwindigkeit flackert. Und sie führen mich wieder von Ereignis zu Ereignis. Aber es ist nicht mein Leben. Es ist das Leben der ganzen Welt. Sie führen mich zurück in die Vergangenheit, bevor ich überhaupt geboren wurde. Sie nehmen mich mit und zeigen mir Kriege, an denen ich nie teilgenommen habe. Überall, wo sie mich hinführten, spürte ich es, als ob ich Dinge wirklich fühlen würde. Aber das werde ich nie vergessen. Also, ich war nicht im Koreakrieg oder im Zweiten Weltkrieg, aber ich habe Familienangehörige, die dort waren. Also denke ich, vielleicht haben sie mir das gezeigt. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber dann bewegen sie sich vorwärts in der Zeit und ich erinnere mich, wie sie anhielten und so würde es sich bewegen. Es würde zucken, flackern, flackern, flackern und dann stoppen. Dann waren wir beim Ereignis. Wir waren direkt vor Ort und plötzlich stoppte alles. Ich war in einem Klassenzimmer, konnte mich aber nicht erinnern, welches es war. Es muss 1963 gewesen sein, die Zeit von JFK. Ich erinnere mich, wie ich zum Lautsprecher hochsah, durch den der Direktor üblicherweise sprach, doch er verkündete, dass JFK soeben in Dallas erschossen wurde. Und es war ein wirklich bedrückender Moment für alle, denn damals liebte jeder JFK. Und ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag nach Hause ging. Ich ging nach Hause
Und meine Mutter und eine Frau namens Christine, sie arbeitete bei uns und kümmerte sich um mich, als ich aufwuchs, weil meine Mutter immer arbeitete. Sie arbeitete in der Bar, weil sie dort auch ein Restaurant hatte. Sie kochte ständig. Sie liebte es, diese riesigen Töpfe von unserer Wohnung herunterzutragen und sie zu bringen, weil es lange dauerte, sie zuzubereiten. Und sie hatte morgens keine Zeit dafür, also wollte sie, dass alles bis zum Mittagessen fertig war. Aber sie hat ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet. Und dann, Christine passte auf mich auf, und sie und Christine saßen an diesem Tag am Tisch und weinten sich die Augen aus. Normalerweise wurde in unserem Haus immer nur gesungen, denn es klang wie der Gesang meiner Mutter. Sie hatte einmal die Gelegenheit, mit einer Tommy Dorsey Band zu singen, ich weiß nicht, in den 30ern oder 40ern, wann immer diese Big Bands beliebt waren. Und Christine, die Musik klang wie die Stimme von Diana Ross, wie als sie Lady Sings the Blues sang, diese Intensität. Es war unglaublich. Bei mir zu Hause wurde ich sogar zum Sänger in der Nachbarschaft, in meiner Umgebung. Es gab Gruppen. Sie werden Ihnen all das im Veranstaltungssaal präsentieren. Sie zeigen mir hier im Veranstaltungssaal alles. Und in dieser Gegend, in der ich wohnte, lebte Barbra Streisand ein paar Häuser weiter auf dem Ocean Parkway. Und meine Freunde, Vita gewann die Begrüßungen. Unchained Melody damals und The Tokens, die The Lion Sleeps Tonight sangen. Ich wollte nur die Szene etwas setzen. Aber dann ziehen sie uns wieder um. Und wir ziehen um und sie zeigen mir Dinge durch den Vietnamkrieg. Ich erinnere mich an dessen Ende und alles und ich erinnere mich an Dinge, in der jetzt nehmen sie mich mit und ich sehe meine Nahtoderfahrung. Aber ich gehe über meine Nahtoderfahrung hinaus. Und das nächste Mal, wenn wir anhalten, stoppen wir bei 911. Und diesen Teil werde ich nicht vergessen, denn er war emotional für mich, weil ich viele Freunde hatte, die in diesen Gebäuden gearbeitet haben. Und jetzt sitzen wir, glaube ich, am Boden des ersten Turms, der eingestürzt ist, und jetzt rennen Menschen und die Leute rennen panisch und es fällt überall Trümmer herunter. Und ich erinnere mich, dass ich zu laufen begann. Ich glaube, dass ich hoffte, etwas herauszufinden. So viele Leute. Also renne ich. Und Owen ergreift irgendwie meinen Geist und sagt, Bill, du kannst nichts tun. Du bist noch nicht hier. Halt mal kurz an, sagte er. Und ich hielt an. Dann fragte er mich, spürst du diesen Schutt? Ich sah den Schutt, doch ich spürte ihn nicht. Inzwischen fragte ich, kannst du klar sehen? Er antwortete, ich sehe perfekt. Er meinte, weil wir es aus einer anderen Ebene sehen. Du kannst hier nichts tun, um zu helfen, sagt er. Das sind deine zukünftigen Ereignisse. Und diese Szene ist unvergesslich. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Sie brachten mich zu. Nun, es gab eine kurze Szene beim 911-Teil, aber dann brachten sie mich zu einer anderen Szene und hielten wieder an. Jetzt fühle ich mich, als wäre ich in Bagdad, denn ich erinnere mich an die Kleidung der Menschen und an Bomben, die überall explodieren. Und ich erinnere mich, dass ich immer wieder rannte, instinktiv begann ich wieder schnell zu laufen. Sie packten mich und sagten mir, ich könne hier nichts ausrichten und dass ich nichts spüren werde, es wird mir nicht wehtun. Ich glaube, sie haben mich damals beruhigt, doch sie führten mich immer weiter fort. Sie zeigten mir kontinuierlich Dinge und bei jedem bedeutenden Ereignis machten sie Halt. Ich erinnere mich daran, dass sie mich zu dem brachten, was ich als die heutige Zeit betrachte. Ich glaube, unsere Welt als ein Volk müssen zusammenkommen. Ich denke, es gab immer Kampf zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Ich könnte dir schon etwas erzählen. In meinen Büchern geht es um die Feuer. Ich bin der Autor. Mein erstes Buch entstand im Jahr 2000. In Ordnung. Aber ich spreche über die Brände, die jetzt an verschiedenen Orten der Welt geschehen. Ich spreche über diese Zeiten des Hasses und das sollte nicht sein.
Wir müssen zusammenkommen. Ich spreche in meinen Büchern bezüglich der Kinder vermisst, das glaube ich, dass wir an einem Punkt sind des Wandels und dieser Moment ist jetzt. Wir sind an einem Punkt, an dem es so nicht weitergehen kann. Wir müssen zusammenkommen und wir müssen einfach erkennen, ich glaube tief im Herzen, dass Menschen von allen Seiten ausgenutzt werden. Wir müssen uns als Einheit zusammenschließen. Dieses Mal, wenn wir uns vereinen, wir haben schon gesiegt. Das Gute, das Schlechte überwiegt. Und ich könnte Ihnen jetzt sagen, wir haben bereits gewonnen und alles wird gut werden. Die Tatsache ist, dass es bald von jedem erkannt werden wird. Innerhalb der nächsten 6 Monate bis Jahr, dass wir diese Gleichgültigkeiten nicht bei allem auf der ganzen Welt haben müssen. Und es müssen keine Kämpfe mehr sein, denn dies hat uns an einen Punkt gebracht, wo es drastisch ist. Und ich glaube nicht nur, dass gute Menschen eingreifen, ich glaube, Gott greift ein, um uns in diesem Moment zu helfen. Veranstaltungshalle Kunst. Haben Sie noch mehr gesehen oder sind Sie nur bis hier gekommen? Ich sah dort drüben etwas. Und es waren 2, die es mir zuerst zeigten. Meines nächsten Zyklus, während sie mich an einen Ort bringen. Und sie geleiten mich auf die letzte Ebene, alle 3 zusammen. Ich war gerade im Begriff, dies zu begreifen. Sie legen mir handfeste Ergebnisse vor. Ein Ergebnis ist so wunderbar, so großartig. Es ist, als lebten wir in einer vollkommenen Utopie, weil die Menschen endlich nehmen das Licht an und werden Teil des irdischen Lichts. Das andere Ergebnis ist etwas, das so furchtbar schlecht ist. Es ist eine schreckliche Welt. Wir könnten uns in eine Richtung bewegen, die einer Welt ähnelt, wie sie in Mad Max dargestellt wird, wo die Menschen, um Grundbedürfnisse wie Wasser und Nahrung zu kämpfen und tatsächlich töten, nur zum Überleben. Oder wir könnten in einer Welt des Friedens und der Liebe leben, weil es einfach so ist. Das Einzige, was Gott uns fürs Leben auf Erden gibt, ist, wir können eine Wahl treffen. Also liegt es ganz bei uns, was wir in der Zukunft tun wollen. Also waren beide Ergebnisse spezifisch. Eines ist wirklich sehr schlecht und das andere extrem wunderbar, also steht uns diese Wahl bevor. Wir sind nun an einem wunderschönen, erleuchteten Ort voller Engel. Ich werde mit Wissen und Erfahrungen geradezu bombardiert. Von Welt und Weisheit und Licht und Zahlen und Musik. Ich bin einer der Engel, nachdem sie mir die 2 Ausgänge erklärt haben, kommt direkt auf mich zu und erklärt mir eine Zahlenfolge. Das war großartig, Alex. Es war großartig. Es war, als ob diese kristallinen Zahlen herabschwebten und sie würden leuchten und die Kristalle würden einander reflektieren. Und dann war die Reflexion das Spiegelbild des Universums. Wie die Nebel, so prächtig waren die Farben, doch auch die Zahlen erstrahlten. Und sie zeigten mir bestimmte Zahlen. Ich weiß das, denn sie leuchteten vor meinen Augen auf. Sie zeigten mir Einsen und Achten. Und die Nummer 9 erklärte mir. Nun, dieser Engel erklärte mir, dass die Zahl 9 die höchste Zahl im Universum ist. Und die Nummer 1 symbolisiert Gott. 8 steht für Ewigkeit. So steht's in unserer christlichen Bibel. 8 und 1 natürlich ergibt 9. Wenn Sie nehmen alle anderen Glaubensrichtungen, wie beispielsweise den Buddhismus oder den Hinduismus, die Zahl 108 eigentlich, die Nullen existieren wirklich nicht. Es wird die Kernzahl sein, die wichtige Zahl, an der jeder interessiert sein wird. Das ist 36. Sie hören diese Zahlen wie 3, 6, 9 von Tesla, Zahlen und alles an, aber ich weiß und glaube, dass Tesla hatte
entweder Nahtoderfahrungen oder außerkörperliche Erfahrungen, denn er erlebte solche ähnlichen Zahlen. Nun, die 1 und die 8 ergeben 18. Die 3, 6, 9. Die Nullen werden wichtig, wenn man die Zahlen zusammenfügt. Die Grundzahl ist 36 und es ist wichtig zu verstehen, warum. Im Buddhismus, mit dem ich mich neben dem Hinduismus auseinandergesetzt habe, ist die Zahl 108 zentral. Auf ihren Gebetsketten befinden sich 108 Perlen und sie rezitieren ihre Gebete damit. Im Hinduismus, in ihren Tempeln haben sie Türme. Und in der einen oder anderen Form repräsentiert das 108 Türme. Und sie haben Mantras, bei denen sie 108 Mantras rezitieren. Du nimmst das minus 100, du teilst das durch 6. Du hast deine Kernzahl 1 und 8. 1 steht für Gott, 8 für die Ewigkeit, 18. Das ist spektakulär. Es ist erstaunlich, was Sie mir zeigen, denn jetzt zeigen Sie mir, wie man Dinge in Entfernungen misst, wie das universelle System funktioniert. Sie zeigen mir physische Distanzen, wie die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. Und sie zeigen mir die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Und wenn Sie diese Zahlen nehmen, wie zum Beispiel der Mond, der Durchmesser des Mondes beträgt 3.477 Kilometer. Aber wenn Sie das messen und durch die Entfernung zur Erde teilen, die Zahl ist 108. Der Radius des Mondes beträgt auch 108. Diese Zahl 108 wird stets aufs Neue erscheinen. Nun, wie konnten die Hindus und der Buddhismus diese Zahlen kennen? Nehmen Sie die Zahl der Erde und der Sonne, 93 Millionen Meilen, ein paar Millionen mehr oder weniger, die Entfernung der Erde von der Sonne, und teilen Sie diese durch 165.000 Sonnendurchmesser in Meilen und Sie erhalten die Zahl 108. Also wenn wir diese spezifischen Zahlen nicht hätten, das entspricht unserem ganzen Sein. Diese spezifischen Zahlen und Entfernungen, wären sie nicht genau diese Menge, hätte Gott diese nicht perfekt ausgerichtet, hätten wir keine Gezeiten, hätten wir keinen Wechsel der Jahreszeiten und wir hätten unsere Erde nicht. Und es war wahrhaftig wunderbar, einfach großartig. Und das ist, wo ich mich erinnere, Anerkennung zu bekommen. Von mehreren Engeln aus 9 Prinzipien. Sie lehrten mich 9 Prinzipien der Erleuchtung, die unsere gesamten Werte verändern könnten und uns alle eins machen könnten und die Welt vereinen. Diese 9 Prinzipien sind so bedeutend. Sie brachten diese in mein Leben und schenkten mir Wissen. Das war unglaublich wunderbar. Wann bist du eigentlich gegangen? Wann kehrtest du in deinen Körper zurück? Das ist passiert. Zuerst haben sie mir die Prinzipien gezeigt. Das erste Prinzip ist eines der 10 Gebote, dass wir nicht das Leben eines anderen nehmen sollen. Es gibt weitere Gründe, kein Leben zu nehmen, als nur das Leben selbst. Wenn du ein Leben nimmst oder jemandes Lebensweg änderst, kannst du nicht wissen, welche Auswirkungen das auf unsere Zukunft hat. Vielleicht hätte der Enkel oder die Enkelin dieser Person das wahre Heilmittel gegen Krebs entdeckt. Also, so wurde es mir dargelegt. Alles ist so fortschrittlich und es gibt so viel Wissen dort oben. Man darf also kein Leben nehmen, es sei denn zur Selbstverteidigung, denn man darf auch deinen Lebensweg nicht ändern. Sie erklärten mir, dass meine Lebenswegnummer die 3 sei. Genau das war meine Lebenspfadnummer. Diese Nummer würde mich mein ganzes Leben lang begleiten und sie war ein Teil der heiligen Dreifaltigkeit. Sie sagten mir, als eine 3 sei ich Teil davon, daran zu glauben. Und dieser Teil, es war großartig, denn sie offenbarten mir meine Intuition, die Ohren war. Das war das zweite Prinzip der Erleuchtung. Diese Prinzipien wurden mir auf meinem Weg gezeigt.
Doch hatte ich sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden. Also zeigten sie mir, dass meine Nummer 2 und die anderen 9 Prinzipien der Erleuchtung Entscheidungen sind. Intuition bedeutet auch Lektionen. Und in meinem Buch sind etwa 4 oder 5 Seiten nur über den Intuitionsteil. Es ist wichtig, ein Prinzip zu haben. Und dann, das dritte Prinzip war Entscheidungen. Die Wahl ist unsere Entwicklung im Leben. So wachsen unsere Geister. Unsere Geister wachsen durch eine Reihe von Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen. Durch Lektionen, die uns täglich erteilt werden, und Geschenke, wir erhalten täglich Geschenke. Und das sind weitere Lektionen von den Geschenken und solchen Dingen. Doch Nummer 4 ist eines der Prinzipien. Es ist das Prinzip des Dienens. Und ich überfliege diese Prinzipien, weil Ja, verrate bloß nicht alle ihre Geheimnisse. Lasst sie das Buch kaufen. Lasse sie das Buch kaufen. es ist wichtig, dass Menschen diese Prinzipien kennenlernen, denn sie sind unglaublich. Das Dienen, die Wahl, die Intuition, sie folgen einander, sodass alles Hand in Hand geht. Und der Dienst ist so wichtig. Immer wenn wir etwas bereitstellen oder jemandem helfen. Ich glaube, ich wurde erleuchtet und mit diesen Prinzipien beschenkt durch die Jahre, die ich verbracht habe. Sanitäter sein. Und so viel Gutes zu tun, manche, die tot waren, zurückzubringen und Babys zur Welt zu bringen. Es gab auch gute Dinge, die ich sah als Rettungssanitäter. Wir hatten nicht nur täglich mit Schlechtem konfrontiert, sondern es ist wichtig, 9 Lebensprinzipien zu lernen. Die Kraft der Liebe, ein zusätzliches Prinzip. Liebe hat 9 Sprossen. Die 9. zu erreichen, ist von höchster Bedeutung. Liebe zur Mutter Erde selbst ist es. Ohne die Erde würden wir nicht existieren. Ohne ihre Flüsse und Bäche, die fließen, hätten wir kein Wasser zu trinken. Ohne ihre Bäume hätten wir keinen Sauerstoff. Jetzt brennen unsere Bäume aus irgendeinem Grund. Das hört alles irgendwann auf. In Ordnung, wir werden genügend Bäume haben, wir werden Sauerstoff haben, wir werden Wasser haben. Aber Mutter Erde ist so stark, weil sie himmlisch ist und ein Geist aus sich selbst. Mutter Erde ist ein Geist aus sich selbst. Sie lebt, handelt und reagiert. Also, diese Prinzipien sind so wichtig, dass die Menschen sie verstehen in ihrer Gesamtheit. Der letzte Teil, ein wunderschöner kleiner Geist nähert sich mir. Leuchtende Schönheit. Und sie steht direkt vor mir und sie spricht. Sie haben die 9 Erleuchtungsprinzipien. Kehren Sie zurück. In diesem Moment, Alex, bin ich Teil der Liebe. Ich bin ein Teil Gottes. Ich fühle Jesus. Ich bin ein Teil des Lichts selbst. Genau das. Es ist herrlich. Und sie sagt mir wieder, du musst zurückkehren. Und ich erinnere mich, wie ich mich wehrte. Ich habe diskutiert und nicht richtig aufgepasst. Alles, woran ich denken konnte, war, dass ich in diesem Licht stehe, Teil dieser Liebe bin und nicht zurück möchte. Ich habe kein Verlangen oder Bedürfnis mehr danach. Mein Wesen ist vollständig. Und sie sagte mir, letzte Mal, Papa, du musst zurück. Ich bin 6 von 6. Ich wusste nicht, was sie meinte, nur dass sie mir 66 zeigten. Als der Engel mir die Folge von Zahlen offenbarte, erläuterte er, dass dies die Abfolge meiner persönlichen Alarmnummern darstelle. Sie sagte, ich bin 6 von 6, Sledge, jetzt. Meine Frau war daheim mit unserem mittleren Sohn. Billys Geburt stand für September 1994 an. Mein älterer Sohn heißt Joey. Das sind heute 45. Aber ich hatte keine Tochter. Und das war eine Mädchenstimme. Das werde ich aus jener Zeit nie vergessen. Das letzte Mal kam zurück. Ich werde durch einen Wirbel zurückgerissen, gezogen. Es war nicht so angenehm wie das Hinübergleiten.
Und ich bin wieder in meinem Körper und kann nur atmen, denn ich weiß nicht, wie lange ich keine Luft bekam. Ich habe keine Ahnung, wie lange es war, aber ich erinnere mich, wie ich ging und nicht mal meine Arme bewegen konnte, um mich abzustützen. In meinem Körper regte sich nur die Kehle. Ich holte einen riesigen Atemzug, um meine Lungen zu füllen. Doch nun liege ich im Bett, regungslos. Nichts bewegt sich. Es ist erstaunlich, denn die Zeit vergeht und ich spüre endlich dieses Kribbeln. Und mir kommen unmittelbar diese Gedanken in den Sinn. Ich bin 6 von 6. Ich bin 6 von 6. Was könnte das wohl bedeuten? Nun, meine Tochter wurde im Jahr 2000 geboren. Am 6. Monat, 6. Tag. Und schließlich kribbelte es in meinen Fingern, in meinen Beinen. Mein Körper begann zu funktionieren, trotz des schmerzenden, verletzten Zustands, umhüllt von Schmerz, krank wie ein Hund. Ich erinnere mich, wie ich nach dem Telefon griff, die Vermittlung anrief und um Hilfe bat. Ich hatte Mitarbeiter in der Show, ich glaube, ich informierte sie, doch dann wurde mir schwarz vor Augen und ich erwachte im Krankenhaus. Und das ist die Geschichte. Wow, mein Freund, Aber das ist echt eine krasse Geschichte, Bill. Das muss ich sagen. Hab schon einige gehört. sie ist heute bei mir dran. Das ist unglaublich. Mein Leben war wohl noch nicht vorbei. Nein, du musstest zurückkommen. Du musstest zurückkommen. Du musstest zurückkommen und die Geschichte erzählen. Bill, darf ich dich etwas fragen? Ich stelle dir ein paar Fragen. Frag meinen Gast. Was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Meine Definition eines erfüllten Lebens ist hindurch unseren Dienst, den wir einander erweisen könnten. Unsere Kraft befähigt uns, alles zu richten. Wir haben die Wahl, das Richtige oder Falsche zu tun. Was richtig ist und wie unsere Geister zur Erleuchtung gelangen, entsteht durch Dienste im Leben. Je mehr Gutes wir tun, desto eher bekommen wir ein erstaunliches Häkchen dafür. Im Himmel und unsere Geister wachsen. Du hast doch schon mal gehört, dass Leute von alten Seelen, jungen Seelen und solchen Dingen sprechen, oder? Unsere Geister wachsen mit diesem Prozess. Wir gehen und leben. Seit Tausenden und Abertausenden von Jahren, Alex, sterben wir nicht. Wir sterben nicht. Wir wechseln nur in eine andere Sphäre. Meine Erfüllung ist, dass Gott immer bei mir ist. Ich habe sie. Meine Engel leiten mich in die Richtung, in die ich gehen soll. Ich rede mit Leuten. Heutzutage ist das krass. Sie sprechen täglich mit mir über meine Mails. Seitdem ich diese Podcasts mache, habe ich weit über 1 Million Aufrufe bei einigen meiner Podcasts erzielt. Und Tatsache ist, dass ich glaube, ich leiste einen Dienst, indem ich Menschen beim Verstehen helfe. Und sobald die Leute den Erleuchtungsteil verstehen, haben sie die Prinzipien erst verstanden, sind sie leicht umzusetzen. Es ist eine Frage der Wahl. Es geht darum zu geben, ja, wir müssen von uns geben, um unsere Geister zu erweitern und großartige, erleuchtete Wesen zu werden. Wenn du die Chance hättest, zurückzureisen und mit dem jungen Bill zu sprechen, welchen Rat gäbest du ihm? Alles ist erledigt. Ich habe viele großartige Dinge getan. Ich würde nichts davon ändern. Mit all meinen Freunden zusammen. Es war wirklich eine riesige Gruppe und wir zählten beinahe 30 Personen. Wir standen uns sehr nahe, eng verbunden, Leute. Aber ich würde wahrscheinlich ändern, dass ich es tun würde. Versuche, diese Erleuchtung früher in mein Leben zu bringen, als egoistischer zu sein. Wie definieren Sie Gott? Gott ist das Licht. Okay. Ich definiere Gott so, ich notierte etwas, bevor ich heute zu Ihnen kam, um zu reden.
Eine Frage, die sich manche vielleicht stellen: Wer ist Gott? Ich sagte, Gott ist unser Licht. Wir sind alle Teil von Gottes Licht und Liebe, die wir werden. Wir handeln königlich, Teil seines Lichts. Es gibt Aspekte unseres Geistes, die du dir nicht einmal vorstellen könntest. Ich könnte in Begriffen von Schwingungen und Ähnlichem sprechen, doch ich bevorzuge es, so zu sprechen, dass es die Menschen verstehen können. Denn wenn wir anfangen würden zu sprechen, Alex, könnte ich es dir erklären, was Gott ist, in einem Satz, einfach ausgedrückt oder auf eine Weise, die für die Menschen schwer zu verstehen ist. Und Gott ist im Grunde Liebe. Das ist Scotts Prognose. Tolle Antwort. Die einfachste Erklärung für Gott und sein Verlangen von uns ist Liebe. Wir müssen in diese Liebe hineinwachsen. Hier auf Erden, die naht. Und sie naht sehr bald. Jetzt glaube ich fest daran. Ich denke, das war es vorerst. Und zum Schluss, was ist der eigentliche Lebenssinn? Unsere Seelen durchlaufen nun einen Prozess unserer getroffenen Entscheidungen. Also wenn unser Geist trifft die richtige Wahl, das Richtige zu tun. Unser oberstes Ziel, unsere Geister zu erleuchten, denn im Himmel, glaube ich, haben wir die Wahl. Ich glaube, wir haben dies vielleicht immer und immer wieder getan, bis wir es richtig machen. Ich denke, eines Tages, wir alle haben die Fähigkeit, zu Engeln zu werden, aber man kommt nicht dahin, bis man es lernt, wie man auf Erden lebt, wie im Himmel. Und das ist mein Glaube. Und wo können die Leute mehr über dich, dein erstaunliches Buch und die Arbeit, die du in der Welt leistest, erfahren? Nun, die Leute könnten, ich habe eine Webseite, meine Webseite ist einfach. Mein Name Bill Tortorella. Sie lautet billtortorella.com. Also es ist billtortorella.com. Bin auf Facebook. Mein Buch ist bei Christian Faith Publishers erschienen. Sie betreiben eine Webseite, auf der es auch um mein Buch geht. Meine E-Mail, billtortorella, gleichgeschrieben gmail.com, auch auf Instagram und Facebook. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Dein E-Mail-Postfach könnte bald sehr voll sein. Bereite dich vor. Es füllt sich recht schnell wieder auf. Und nun, Bill, ich schätze es sehr, dass du hier warst und uns deine unglaubliche Geschichte erzählt hast. Ich hoffe, sie inspiriert andere. Danke, mein Freund. Nochmals vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte, Alex. Hab einen tollen Tag. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.